Wir leben in einer Welt der Illusionen. Wir sitzen im Westen und glauben, unsere Krise sei einzigartig, unser Wohlstand sei garantiert und irgendwie werde es schon weitergehen. Wir starren auf unsere Bildschirme, sehen die Börsenkurse, die Konsumlaune, die vollen Restaurants und denken, es läuft doch. Aber was, wenn ich dir sage, dass das die gefährlichste aller Illusionen ist? Was, wenn ich dir sage, dass wir uns an einem Punkt in der Weltgeschichte befinden, den es noch nie zuvor gegeben hat? Einem Punkt, an dem nicht nur ein Imperium wankt, sondern alle gleichzeitig. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und das Gedicht, das sie gerade schreibt, ist ein Abgesang. Wir befinden uns im Endstadium eines globalen Schuldenzyklus, einer tödlichen Spirale, die jedes große Imperium der Geschichte durchlaufen hat. Rom, Frankreich, die Niederlande, Großbritannien. Aber diesmal ist es anders. Diesmal gibt es keinen sicheren Hafen, der aufsteigt, während ein anderer fällt. Diesmal fallen alle. Und das ist nicht meine Interpretation. Es ist die Analyse von Ökonomen, Historikern, Strategen, von Ray Dalio über Niall Ferguson bis Carmen Reinhardt. Die warnen seit Jahren, dass wir uns in der Endphase eines 75- bis 100-jährigen langfristigen Schuldenzyklus befinden, dem Big Cycle, der immer gleich endet, mit einer massiven Reorganisation der Weltordnung. Zum ersten Mal seit Beginn der Zivilisation bewegen sich die USA, China, Europa, Japan, Großbritannien, Kanada in dieselbe Richtung, auf dieselbe Klippe zu. Die Zahlen lügen nicht. 307 Billionen Dollar globale Schulden. Das war der Stand Ende 2024. Ein Niveau, das laut dem Internationalen Währungsfonds untragbar und historisch beispiellos ist. Auf Reddit schreibt ein User: Ich arbeite in der Finanzbranche. Wir simulieren Crashs, Zinsschocks, Liquiditätskrisen. Früher hatten wir immer Szenarien mit einer Region im Stress. Heute laufen die Modelle heiß, weil einfach alles brennt. Ein anderer schreibt: Das fühlt sich an wie 2007, nur ohne den Glauben, dass irgendwer irgendetwas retten kann. In dieser neuen, gefährlichen Welt, in der das globale Finanzsystem am Rande des Kollapses steht, reicht es nicht mehr, nur den Kopf einzuziehen. Du musst die Mechanismen verstehen, die hinter den Kulissen wirken. Du musst lernen, wie du dich und dein Vermögen vor dem schützen kannst, was kommt. Du brauchst eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Und es gibt eine Festung. Eine Insel der Stabilität und Freiheit, mitten im Herzen Europas, aber souverän außerhalb der EU und immun gegen den globalen Schuldenwahnsinn. Die Schweiz. Ein Land mit einer Tradition der Haushaltsdisziplin, einer starken Währung und echtem Respekt vor Privateigentum. Genau diesen Weg, diesen strategischen Sprung in die Freiheit, lehren wir in unserem Intensivseminar Erfolgreich auswandern in die Schweiz. Dieses Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Wir geben dir den kompletten Fahrplan an die Hand. Das ist kein theoretisches Gerede, sondern pures Insiderwissen für Unternehmer, Freiberufler und Privatiers. Wir behandeln alles. Die besten Kantone, die steuerlichen Fallstricke wie die deutsche Exit-Tax, die Gründung einer AG oder GmbH, die Pauschalbesteuerung, das unschlagbare Banking und den ultimativen Plan B, den Weg zum Schweizer Pass. Alle Informationen zum Seminar, bei dem dein Partner übrigens kostenlos mitkommen kann, findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du weißt, dass es einen Ausweg gibt, lass uns in den Abgrund blicken, auf den wir zurasen. Der Zyklus beginnt immer gleich. Stufe 1. Disziplin führt zu Wohlstand. Rom, die Niederlande, Großbritannien, Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie alle begannen mit harter Arbeit, solidem Geld, also Gold und Silber, und Haushaltsdisziplin. Sie bauten Mittelschichten auf. Sie schufen echten Wert. Doch Wohlstand macht träge. Stufe 2. Selbstzufriedenheit führt zu Exzess. Der Erfolg schafft die tödliche Illusion, dass es immer so weitergehen wird. Rom gab Geld für Brot und Spiele aus. Frankreich baute Paläste und führte Kriege auf Pump. Amerika löste Anfang der 70er Jahre den Dollar vom Gold und entdeckte, dass man Disziplin durch Schulden ersetzen kann. Wir nennen es heute Stimulus oder Deficit Spending oder Sondervermögen. Die Holländer nannten es Windhandel, Handel mit heißer Luft. Auf X kommentiert jemand: Wir sind die erste Zivilisation, die sich selbst mit Gelddruckern in den Abgrund stimuliert. Wir sind gleichzeitig die Patienten und die Dealer. Das führt direkt in Stufe 3. Finanzialisierung und Fragilität. Das ist die verführerischste Phase. Wir drucken Geld, um Probleme zu lösen.
Rom entwertete den Silbergehalt seiner Münzen auf unter 2%. Die Byzantiner zerstörten das Solidus-System. Frankreich druckte Assignaten, bis sie als Toilettenpapier verwendet wurden. Weimar vernichtete die Ersparnisse von 1000 Jahren in 18 Monaten. Japan erstickte an 30 Jahren Nullzinsen. Und wir? Seit 2008 leben wir im Dauerrausch der künstlichen Liquidität. Die Fed pumpte über 9 Billionen Dollar in die Märkte. Die EZB kaufte praktisch den gesamten Staatsanleihenmarkt auf. Die Bank of Japan besitzt heute mehr als 50% aller japanischen ETFs. Das ist das Endstadium der Finanzialisierung. Es ist der Moment, an dem ein Finanzsystem nur noch existiert, weil es mit künstlichem Geld beatmet wird. Die Bank for International Settlements warnte 2023, die Welt steht am Rande eines strukturellen Vertrauensverlustes in Fiat-Geld. In 4000 Jahren Geschichte hat das nie gut geendet. Und jetzt sind wir in Stufe 4, dem Bruchpunkt. Das ist der Moment, an dem die Schulden nicht mehr tragbar sind. Der Moment, an dem das Vertrauen schwindet. Der Moment, an dem das System beginnt, sich selbst zu verschlingen. Frankreich erreichte diesen Punkt 1788, Großbritannien 1931, Weimar 1923. Aber diesmal ist es nicht ein Land. Diesmal sind es alle. China ist ein Kartenhaus aus Lokalregierungen plus Immobiliensektor plus Schattenbanken, das laut Rhodium Group mathematisch unrettbar ist. Europa erstickt in Bürokratie und Sozialkosten, die laut EU-Kommission ab 2030 nicht mehr finanzierbar sein werden. Japan ist der demografische Totalschaden. Amerika braucht laut CBO jährliche Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen im Umfang von 8–10% des BIP, um nicht in die fiskalische Implosion zu laufen. Auf Reddit schreibt ein User: Ich habe das Gefühl, wir stehen auf der Titanic und die Politiker erzählen uns von nachhaltigen Eisbergen. Ein anderer schreibt: Die Politiker benehmen sich, als könnten sie Mathematik wegregieren. Der Reset beginnt. Und wie endet jeder langfristige Schuldenzyklus? Die Geschichte kennt nur 3 Pfade: Inflation, Default oder Krieg. Manchmal alle 3 hintereinander, wie bei Rom, Frankreich, der Weimarer Republik. Carmen Reinhardt nannte es The Big Cleanse. Ray Dalio nennt es The Great Reshuffling. Wir haben keine Wahl, ob der Reset kommt. Nur wie wir darin stehen. Die Menschen spüren es bereits. Sogar die, die keine Ökonomiebücher lesen. Auf X liest man: Mein Großvater hat 1923 überlebt. Er sagte, der größte Fehler war zu glauben, dass das System noch funktioniert, als es schon längst tot war. Die Geschichte lehrt uns aber auch Hoffnung. Jeder Zusammenbruch schafft die Bedingungen für Erneuerung. Aus Roms Asche entstand das christliche Europa. Aus dem Chaos der Französischen Revolution entstand das moderne Nationalstaatsprinzip. Aus der totalen Verwüstung des Zweiten Weltkriegs entstand das größte wirtschaftliche Wachstum der Menschheitsgeschichte. Nichts davon wäre passiert, wenn Menschen nicht vorbereitet gewesen wären. Du kannst dich nicht aus moralischem, fiskalischem oder spirituellem Bankrott herausleihen. Du kannst dich nur schützen. Die Schweiz hat sich aus diesem globalen Schuldenkarussell weitgehend herausgehalten. Sie hat keine exzessive Geldpolitik. Sie hat keine EU-Rettungsschirme. Sie hat keinen politischen Wahnsinn, in dem Regierungen Schuldenorgien feiern und sie Investitionen nennen. Sie ist der Ort, an dem der Reset vielleicht nicht angenehm, aber überlebbar wird. Die Zeit, naiv zu sein und zu glauben, dass die da oben das schon regeln, ist vorbei. Sie haben uns ja erst in diese Lage gebracht. Die Frage ist nicht, ob der Reset kommt, er wird gerade geschrieben. Die Frage ist, auf welcher Seite der Geschichte du stehen wirst. Als Opfer oder als jemand, der vorbereitet war. Die Zeit zu zögern ist vorbei. Die Zeit, deine Festung zu bauen, ist jetzt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.